Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus Mk4. Im heutigen Video geht es um zwei Sachen. Punkt Nummer 1 ist ein weiteres Upgrade von Flick-On, nämlich Ambientebeleuchtung für den Beifahrer. So sieht das Ganze aus. Einmal ohne und dann einmal mit der ganzen Beleuchtung. Und ja, Punkt 2 ist, habt ihr eine Vollausstattung, Voll-Upgrade von Flick-On. Sprich, ihr habt vorne die Ambientebeleuchtung im Fußraum heller gemacht. Ihr habt hinten die Beleuchtung richtig hell. Ihr habt auch vorne im Armaturenbrett die Beleuchtung auch drin. Dann kann es sein, dass je nach Ausstattung, je nach verbautem Modul, ihr in eine Strombegrenzung reinkommt. Hier hatte ich euch mal gezeigt, wie man das Ganze verkabelt oder einbaut, nämlich die Ambientenbeleuchtung für vorne und für die Türen. Falls ihr es nicht kennt, das Video verlinke ich euch hier oben in dieser Infokarte. Und ja, wenn ihr das Ganze so gemacht habt wie ich, dann kommt ihr tatsächlich irgendwann in eine Strombegrenzung rein. Und das hat dann den Effekt, dass halt die Ambientenbeleuchtung nach einer gewissen Zeit einfach ausgeht. Die geht bei einem Neustart des Autos wieder an, aber nach einer gewissen Zeit geht sie halt aus. Und hier hat Flick-On nämlich eine entsprechende Lösung entwickelt, nämlich fürs Armaturenbrett. Die Beleuchtung, die wird halt nicht mehr unten an die Ambientebeleuchtung angeschlossen, sondern hier vorne an den Schalter. Wie das Ganze gemacht wird, zeige ich euch dann hier auch im Video im Nachgang. Aber wir wollen zuerst mal uns anschauen, wie die Ambientenbeleuchtung, die ist ganz einfach nachzurüsten, für den Beifahrer aussieht. Also, los geht's. Als allererstes müssen wir hier oben das Ganze wie immer aushebeln. Das macht ihr, wie gesagt, von jeder Seite so ein bisschen und dann kann man das Ganze rausnehmen und oben sind dann 3, 4 Stecker drin. Kabel sind natürlich relativ kurz, wie immer in allen Autos, die müsst ihr halt abmachen und so sieht das Ganze dann aus. Hier ist dieser Nachrüstsatz ganz klein, wie ihr seht, und hier auch das Ganze nur auf der Beifahrerseite. Dieses Schaumding macht man einfach weg und dann kann man die zusätzliche LED da einfach reinklipsen. Und hat man das Ganze dann reingeklipst, dann muss das Ganze nur noch verkabelt werden. Der eine Stecker, hier wird einfach nur dazwischen geschaltet. Hier wird also der Strom abgegriffen und so sieht das Ganze dann im eingebauten Zustand aus. Hier ist die LED, die dann auf den Beifahrer dann leuchtet und so sieht das Ganze dann aus, wenn ihr fertig seid und alle Stecker nochmal dran gemacht habt. Das war es im Prinzip. Sind alle Stecker dran, muss das Ganze nur noch mal eingeklipst werden, reingedrückt werden, wie immer ein bisschen mit Gefühl von allen Seiten reinklipsen und das war es auch schon. Und so sieht das Ganze aus. Hier rechts seht ihr jetzt das Ganze mit Beleuchtung. Ich decke das jetzt mal mit der Hand ab und so ist es halt ohne Beleuchtung. Mit Beleuchtung und wieder ohne Beleuchtung. Ich habe da extra mal was hingelegt, dass man das ein bisschen besser erkennen kann. Ja, so ist es dann, wenn ihr das Ganze nachgerüstet habt. Ja, das war im Prinzip das Upgrade für den Beifahrer. Wie immer verlinke ich euch das Ganze unten in der Videobeschreibung und auf meiner Internetseite. Kommen wir jetzt zum zweiten Teil. Wenn ihr, wie gesagt, schon hier vorne die Ambientenbeleuchtung nachgerüstet habt, gibt es ein anderes Set, ein anderes Kabel, wo ihr das Ganze anschließen könnt. Oder alternativ habt ihr es noch nicht, dann bekommt ihr direkt dieses Kabel und schließt es dann direkt an den Schalter an. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Also, hier ist das Kabel, also dieses Nachrüstset und von dieser Beleuchtung spreche ich. Die wird dann hier an diesem Schalter dann einfach angeschlossen. Und das Ganze funktioniert wie auch in dem Einbauvideo gezeigt. Und hier für alle Leute, die es halt noch nicht kennen, man muss zuerst mal das Sync-Display entfernen, dazu einfach die Abdeckung hinten raushebeln. Dann sind dort 3 Schrauben. Diese 3 Schrauben werden dann einfach gelöst. Und sind diese Schrauben gelöst, kann man das Display auch ganz, ganz einfach abmachen. Hinten muss dann nur noch der Stecker abgezogen werden und dann kommt man eigentlich auch schon an diese 2 Schrauben, die wir hier sehen, dran. Die lösen wir entsprechend auch, einmal links und einmal rechts. Und ist das erledigt, dann kann man das Ganze einfach nach vorne rausziehen und hier sehen wir auch schon die alte Verkabelung, die geht nämlich runter zu dem Fußraum, also zur Ambientebeleuchtung vom Fußraum. Das machen wir einfach ab. Ist das Ganze ab, können wir auch hier den Stecker von diesem Schalter einfach abmachen. Hier greifen wir jetzt den Strom ab. Und dann kommen wir auch nicht in irgendeine Begrenzung rein. So, das ist jetzt dieses Nachrüstset. Ganz, ganz einfach, wie immer, nachzurüsten. Einfach hier dieses Kabel dazwischen stecken und ja, einmal an den einen Stecker, dann dieses Kabel nochmal direkt an den Schalter dran und ist das Kabel da dran, dann müssen wir nur noch das Ganze hier reinstecken
an die LED, damit das Ganze auch wieder leuchtet. Und so einfach ist das Ganze nachzurüsten bzw. auch umzuswitchen. Wie gesagt, braucht ihr nur, wenn ihr wirklich das Komplettpaket habt mit allem Pipapo und ihr dort in irgendeine Problematik reinlaufen solltet, dass das Modul erkennt, es wird zu viel Strom benötigt und schaltet dann einfach sicherheitshalber ab. Das ist einfach nur eine Sicherheitsabschaltung vom Modul, also keine Sorge. Beim Ausschalten des Autos und wieder Einschalten des Autos funktioniert wieder alles für einen gewissen Zeitraum, bis das Modul wieder erkennt, da wird zu viel Strom gezogen und dann schaltet es sicherheitshalber ab. Ja, das war es zu diesem Video, zu diesem neuen Upgrade. Wie immer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao!